Hallo, hallo. Schaut mal, ich habe dieses Set rausgeholt. Gab es mal bei Action diese holographische Klappkarten mit Foliendruck. Karten und Umschläge, ne? Ja, und ich möchte mal so eine Pyramidenkarte, Pop-up-Karte basteln. Die Idee habe ich da bei der lieben Sam Calcott gesehen und habe das jetzt so mit meinen Materialien ausgearbeitet. Ja, habe noch auch dieses Vellum noch rausgeholt, passend. Und zwar habe ich da sozusagen 3 Karten, passend farblich mir da ausgesucht und die dann entsprechend zugeschnitten und für 2 Karten dann genutzt. Ne? So, aber da habe ich noch ein paar Abschnitte, kommt eventuell zum Einsatz, möglich, ne? Ja, und es heißt, ich habe die Grundkarte, da gibt es ja beidseitig bedruckte Karten und einseitig bedruckte, ne? Nur vorne. Und deswegen die Hauptkarte ist dann beidseitig bedruckt, die kommt unten. Dann die nächste, das heißt ja Pyramide, ne? Das ist dann entsprechend, so circa habe ich es mir da so ausgerechnet, kleiner ist. Und dann auch noch, das sind schon so einzelne Teile, und noch eine da drauf. Bei mir sind die ganz, die Maße haben sie von der Grundkarte auch die Höhe behalten. Ne? So, und in der Mitte kommt rein so ein Pop-up-Element, das da reingeklebt wird. Ne? So, und dafür habe ich auch die Vellumstreifen passend zugeschnitten. In diese habe ich dann, naja, es heißt eben, ein Bogen wird für 2 Karten eben zugeschnitten. Ne? Das ist dieses Teil und da habe ich noch den zweiten. Und dann nutze ich hier das kleinere, kommt da rein und das größere Teil davon kommt in diese Karte und dann getauscht. Dann ist das größere hier drinne von dem nächsten und das kleinere da rein. Und so habe ich dann das hinbekommen, dass das wie so eine Pyramide auch wird. Ja, ich habe schon echt was vorbereitet, dass es nicht so lange dauert. Aus diesem Block habe ich noch diese Labels rausgeholt, passen. Und auch das Vellum ist schon vorbereitet mit so Klebestreifen, starkes Klebeband. Kommt dann hinein. Ne? Ja, werde ich dann festkleben. Auch für die Karte. Zum Festkleben nehme ich auch das starke Band, weil das ist glattes Glanzpapier, ne? Und deswegen muss es gut halten. Ne? Ich finde, das ist eine super Idee, zum schnell eine Karte zu basteln, ne? Aus dem Material, was man so vorhanden hat. Und ruckzuck
hat man sie, ne? Und auch diese Karte eben, dieses Set eben auch mal nutzen. Das könnte man auch richtig bunt zusammenstellen, ne? Die Schichten. Oder auch dezent, so in einer Farbpalette. Genau, das ist die eine. Dann kommt eine Schicht. Ich überlege, dass ich das erstmal auf die innere Seite reinklebe. Und das möchte ich so platzieren, ne, dass das einen Rand hat. Könnte man auch ganz nach vorne ziehen. Wäre auch. Aber ich würde sagen, so ist besser, ne? Ja, und dann klebe ich das auch hinein. Auch starkes Klebeband. So. Ja, schön mittig. Genau. Das ist fest. Und dann auch die zweite Seite. Ja. Ja, und so dachte ich, das ist doch echt schön für Vellum nutzen mal, ne? So eine Variante. Cool, ne? So hat man dann so einen Pop-up-Effekt. Und das kommt da drauf. Und da heißt es auch schön ausrichten. Mittig. So, mal schauen. Ich glaube, so. Ja, so passt es. Genau. Dann auch von der Seite, ne, so. Ja, so kam ich auf die Idee, mal Vellum mal dafür nutzen, finde ich. Echt schön. Hat man schon so eine Pyramide, ne? Und dann kommt das Kleine auch noch so drauf. Und dann wird es auch das Innere. Schauen, das richtig aufbringen. Ja. So, das auch so ähnlich ausrichten. Ja. So. Und die zweite Seite. Hoffe, es passt. Genau. Und so noch. Jawohl. Und auch das sieht dann so aus.
schauen. Beidseitig. Ja, das passt. Genau, und dann haben wir das und das. Ja, so eine Idee. So, ich würde sagen, das setze ich auf ein Schaukel. Etwas höher. Nämlich 2 Schichten. Ne? Ja, das möchte ich hier so an den Außenrand setzen. So. Und das dann hier so hin. Ja, das würde reichen. Ja, und da kommt noch dieses Teil. Ja, oh, guck, die steht sogar. Siehst du? Ah, schön. Gefällt mir. Und dann haben wir so einen Effekt. Ach so ist es schon. Könnte man auch eine Schleife drum binden, aber ich finde, es ist auch so. Hält ja die Form. Und dann kann man aufklappen. Weiter. Sogar hier könnte man noch machen, aber ich würde sagen, da lässt man Platz für Glückwunsch und so weiter. Ja, das ist die erste. Finde ich echt cool, ne? So. Und dann hat man die Hauptkarte, ne? Und von der Seite ist es so eine Pyramide mit Pop-up-Effekt. Auch, ne? 3D-Karte. So, die eine und die zweite kommt auch. Das gleiche. Hier habe ich die obere Fläche größer, da nehme ich dann die 2 Teile. Ja, und da ist es das gleiche. Dann ist Grundkarte, habe ich diese gewählt. Beidseitig eine bedruckte. Und dann als zweite diese. Und da ist jetzt die Innenkarte. Ist es dann dieses Film ist da in der zweiten dann. Und in der obersten Schicht ist dann das dann dieses Teil. Ne? Wie gesagt, das ist aus einem Bogen geschnitten worden. Ne? Einfach geteilt. Hier kann man es sehen. So, ne? Das ist dann hier ein Teil und der zweite Teil so passend geteilt eben. Ne? Dann einmal, 2 und 3. Ja, so eine Karte. Dann kommen auch diese Teile so hin. Dann
Sehr fertig doppelt aufsetzen. Zwei Schichten, ne? So, dann schauen. So hin. So, sowas und das kommt eine Schicht. Genau. Ja, da ist auch mit Schwarz was, ne? Und dann passt es. Ist dann die zweite Variante. Sieht so aus. Pyramiden. Perfekt, ne? Kann auch stehen. Ja, doch, echt hübsch. Und dann haben wir so. So und so. So sieht es aus dann, ne? Pop-up-Karte. Ja, doch. Gefällt mir. So, ihr Lieben. So, das ist die Idee von mir. Habe ich da mir so was ausgedacht. Sozusagen mit den fertigen schon Karten und Vellum dazu. Und ja, das ist das Ergebnis. Gefällt mir. Da habe ich noch ein paar Reste. Könnte man noch eventuell noch was ergänzen oder so einen Geschenkanhänger machen damit oder einen Tag zum Geschenk dazu. Das sind die zwei Karten. Oh, ist ja was. Ja, echt voluminös, aber doch, guck. Eine A6-Karte und Umschlag, Briefumschlag hat man ja auch dabei. Ja, und da passt er in einen Briefumschlag rein, die Karte. Genau, so. Die zwei Karten habe ich jetzt soweit fertig. Kann man dann noch was reinstempeln, ergänzen und so weiter. Ja, ihr Lieben, dann danke fürs Zuschauen. Tschüssi.